Heute im Drag Race testen wir endlich mal wieder unseren 1000 PS Abt RS7 gegen seinen kleinen Bruder, den RS7. Ja Leute, auf dieses Drag Race freue ich mich natürlich besonders, denn das letzte Mal, dass wir den 1000 PS RS7 Legacy Edition von uns gefahren sind, da hat es 30 Grad gehabt und das war ehrlicherweise nicht die beste Temperatur, um die Performance zu testen. Heute haben wir 0 Grad und ihr seht schon, wir nehmen dafür unseren Testträger her. Das ist mein alter RS7R mit der fancy Folierung. Ihr erinnert euch vielleicht daran, das ist ein Auto, was wirklich schon sehr viel erlebt hat und wir wollen einfach den Standard RS7 daneben stellen, um euch wirklich zu zeigen, wie sind die Unterschiede, wie performt das Ganze, wie ist der optische Unterschied. Und ich glaube, darauf könnt ihr euch definitiv freuen. Deswegen würde ich sagen, wir setzen Tobi hier in den langsamen und ich gebe alles im 1000 PS. Los geht's. Ja Freunde, 1000 PS im RS7. Das ist natürlich ein absolut bombastisches Paket. Nur mal zur Info, was ist hier alles gemacht? Der Motor ist wirklich neu überholt. Das heißt neue Kolben, neue Pleuel, Turbolader und so weiter. Es ist wirklich alles neu aufgebaut. Heißt natürlich, wir haben deutlich größere Turbolader. Die bringen oben raus natürlich brutal viel, sind aber tatsächlich im 0 auf 100 etwas schwächer, weil es einfach länger dauert, weil man ein bisschen mehr Ladedruck aufbauen muss, quasi, damit es nach vorne geht. Und natürlich auch das Launch Control Setting im RS7 auf die Standard-Turbolader und auf das Standardaggregat abgestimmt ist. Also das gilt es für mich zu überbrücken, aber sobald natürlich der Punch kommt, geht es richtig nach vorne. Zusätzlich zu dem Ganzen haben wir hier hinten noch einen Zusatztank. Das ist ein Wasser-Ethanol-Gemisch, was eingespritzt wird. Um das zu aktivieren, müssen wir das Fahrzeug noch von Sport auf Race umstellen. Das ist einfach nur, um einmal zu bestätigen, dass wir guten Sprit im Tank haben, um natürlich auch den Motor zu schützen. Und jetzt gleich, wenn ich den Motor starte, kann ich hier über den RS-Knopf das System starten und 1000 PS sind angelegt. Ich kann das entweder im MMI machen oder einfach über mein Smartphone hier quasi direkt einmal einstellen, dann bestätigen drücken, habe natürlich auch noch weitere Funktionen mit drin, sehe, dass ich einen 1000 PS RS7 Legacy Edition habe und bin ready to rumble. Los geht's. Guten Tag. Sind Sie startklar? Haben Sie sich schon irgendwas überlegt, wie Sie mich vielleicht heute doch schlagen können? Nee, da gibt es nichts zu überlegen. Ich werde heute keinen Blumentopf gewinnen. Ich bin eigentlich nur Statist, aber ich werde das Beste aus dem RS7 Performance rausholen. Vielleicht ist ja mein Heckflügel, den ich hinten drauf habe, ne? Vielleicht nimmt der so viel Abtrieb noch mit, dass du doch eine Chance hast. Ja, ganz gewiss. Da wird 2,2 Tonnen Abtrieb generiert der Heckflügel da hinten bei 220. Da werde ich nochmal aufholen. Nee, das passt schon. Ich genieße den Anblick und den Sound von deinem Auto. Also wenn wir natürlich die Drag Race Times noch optimieren wollen würden, müssten wir den Heckflügel abbauen. Aber wir haben diesem Auto den gegeben und auch ein extrem straffes, performantes Fahrwerk, weil wir einfach glauben, wenn du 1000 PS hast, möchtest du auch ein Auto haben, was sich gut anfühlt, was sicher liegt, was eine gute Straßenlage hat. Ist beim Geradeausfahren nicht so relevant, aber in der Regel fährt man ja auch Kurven. Ich mache mal einen Soundcheck von meinem RS7 Performance. Wie immer bei 4 begrenzt, aber es klingt doch recht angenehm, muss ich sagen. Es vibriert schon ein bisschen, ne? Ach, an diesem kalten Tag, minus 0,5 Grad, da wird es einem gleich viel wärmer ums Herz. Dann starte ich jetzt mal. Also eine Abgasanlage, dazu dieses Turboladergeräusch, das Zischen, das ist schon noch mal eine andere Soundkulisse hier. Du spürst die Kraft, obwohl wir noch nicht 1 Meter gefahren sind. Wirklich alles vibriert. Das macht richtig Spaß. Jetzt müssen wir nur noch das Fahrzeug auf Betriebstemperatur bringen, damit auch das IWI-System ready ist und dann kann es losgehen. An der Stelle natürlich die Bitte, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Damit unterstützt ihr mein Team und mich und ihr verpasst keine Drag Races mehr. Weiter geht's. Oh, hab ich einen schlechten Start gehabt. Durchdrehende Räder. Oh. Aber jetzt
Oh, ich bin jetzt tatsächlich ganz gut wegkommen. Aber jetzt dafür. Geht's auf und davon? Dann haben wir die Viertelmeile doch schon mal durch hier. Ah ja, das war nix. Puh. Ich weiß nicht, ob meine Fahrbahn noch schmutzig ist. Ich hatte brutalen Wheelspin. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hattest du Wheelspin und irgendwie... Total. Ja? Also ernsthaft, war so richtig... What the fuck, ich habe es gar nicht erwartet, aber ich glaube, die Kälte und der Schmutz auf der Fahrbahn, der Anfang war wirklich gar nicht gut und ich war, glaube ich, zu entspannt im Auto drin. Ich habe 0 auf 100 3,48, 100, 200 5,73 und die Viertelmeile in 10,9. Schau mal, ich habe die 200 gar nicht gepackt. Ich habe nur 3,59 0 auf 100 und Viertelmeile 11,42. Also der Run hat sich wirklich gar nicht gut angefühlt. Also ich glaube, vielleicht bringen wir ein bisschen Temperatur in die Reifen rein. Schauen, dass sich das alles ein bisschen ordentlicher anfühlt, damit auch beide Autos optimal arbeiten können. Das machen wir, ja. Dann machen wir Vlog-Style. Hier, ich hebe die während dem Rennen, hebe ich die jetzt so, die Kamera. Zweiter Versuch, jetzt natürlich nicht die Viertelmeile, sondern 700 Meter und die brauchen wir auch. Wir wollen natürlich wirklich sehen, oben raus, was passiert da noch. Das ist vor allem die Stärke von diesem Auto. So, die Ampel geht an. Oh, jetzt habe ich schon wieder so einen schlechten Start gemacht. Also los, sprintet er echt gut. Scheiße, aber jetzt komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Naja. Junge. Wieso sind die Ampeln heute so lange an? Ich verstehe das gar nicht. Es war wieder viel zu lange irgendwie in dem Aufbau. Also ernsthaft, bei mir war der Run wieder am Anfang wirklich sehr, sehr tricky. Also der Start bei mir ist irgendwie meine Reaktionszeit mit dieser langen Ampel auch und dann, ja, ich habe es irgendwie noch nicht im Griff. Ich habe 0 auf 100 3,19, 100, 200 5,55, 700 Meter 15,0 und die Viertelmeile ist auf 10,6 verbessert. Ja, ich bin auch am Anfang nur ein bisschen am Struggeln. Ich habe jetzt trotzdem überall grün, 0 auf 100 3,46. 100, 200 habe ich diesmal natürlich geschafft, 8,0. Viertelmeile 11,25 und die 700 Meter in 16,17. Ja, also ich habe irgendwie gedacht, uns spielt heute die äußeren Bedingungen spielen uns heute ein bisschen in die Karten. Aber vielleicht ist es zwar gut für den Motor, aber zu kalt für die Reifen irgendwie, ne? Dass da einfach echt der Start nicht so geil nach vorne geht. Beziehungsweise die Zeit ist gar nicht so schlecht, also 3,19 ist gar nicht so langsam, aber es fühlt sich nicht gut an. Nee, es fühlt sich auch bei mir nicht so gut an, weil ich immer so ein bisschen hin und her tänzel noch am Anfang. Aber ja gut, 3,1 ist immer noch ein Top-Wert. Bei 0 Grad 0,5 mittlerweile. Bei mir sagt er 1,5, aber vielleicht mit 1000 PS wird es einem vielleicht auch ein bisschen wärmer. Ja, und der Fahrer natürlich. Spaß. So, jetzt schauen wir, dass wir das noch einmal hier besser hinbekommen. Ja, jetzt komm. Oh, jetzt hat. Oh. Jetzt hatte ich den Start, den ich will. Jawohl! Die ersten paar Meter bin ich immer noch vorne. Liegt aber auch an der Reaktionszeit. Jetzt war es perfekt vom Timing her. Ja, keine Chance, jetzt zieht er weg. Aber wie der wegzieht, Wahnsinn. Ja, gut. Das war eine schnelle Geschichte. Ja. Das war jetzt der Run, den ich haben wollte, sage ich euch, Leute. Ja, jetzt komm. Oh, jetzt hatte ich den Start, den ich will. Jawohl! Jetzt war es perfekt vom Timing her. Das ist so krass, was für einen Unterschied es macht, ob du diese Launch von der Zeit her perfekt erwischt. Jetzt war genau richtig vom Ladedruckaufbau zur Ampel aus
und man sieht es sofort in der Zeit. Das war jetzt stark. So, lieber Tobias, jetzt war der Run, den ich haben wollte. Jetzt war mein Start gut, jetzt hat es gut, richtig perfekt mit dem Ladedrückaufbau und der Launch funktioniert. 0 auf 100 2,91. Ja, also ich glaube, haben wir bisher mit dem Auto tatsächlich auch noch nicht geschafft. Hatten wir mit dem Signature Edition diesen Wert, aber mit dem eigentlich immer so um die 3,0 gewesen. Einfach aufgrund dessen, dass es muss einfach sitzen mit dem Ladedruck, weil diese großen Turbolader sonst ein Problem haben, oder was heißt ein Problem, aber ein bisschen sich schwerer tun. Aber das war jetzt wirklich, wirklich perfekt. 100, 200, 5,38, Viertelmeile 10,28 und 700 Meter 14,75. Ja, also 2,9 ist eine Ansage. Ich habe aber, Reaktionszeit war bei mir trotzdem besser. Ich war die Ersten. Ihr müsst ja auch was gewinnen heute. 3,34, 0 auf 100, 100, 200, 8,09, also 8,1. Viertelmeile 11,22 und 700 Meter 16,15. Bei dir fehlt nicht viel, dass du auf dem Niveau von dem Taycan Turbo GT bist. Die hatten 9,9. Das ist nicht viel Also das muss man auch schon mal sagen. Gegen Elektro, die ein sehr hohes Drehmoment haben und einen guten Punch, ist das schon echt brutal. Ja, die gewinnen das natürlich 0 auf 100. Ne? Das ist halt einfach der Unterschied. Wenn du da besser wegkommst mit diesem Elektro-Drehmoment, das ist schwer zu schlagen mit einem Verbrenner, aber trotzdem. Also der Run war jetzt wirklich richtig gut und ich würde sagen, jetzt machen wir noch ein Rolling Race und schauen, ob ich diese 100-200 Zeit, ob ich da vielleicht noch mal was rausholen kann. 3, 2, 1, go! Also ich finde, jetzt hat man auf jeden Fall gemerkt, ich habe einfach einen höheren Turbo-Lag. Also größerer Turbolader, das ist immer die Downside, die man natürlich irgendwann hat, wenn du größeren hast, dass der sich ein bisschen anders verhält. Aber wenn er dann mal kommt, dann scheppert es richtig durch. Also ich hatte jetzt 100, 200, 5,33. Ja, erster Punch, wie du gesagt hast, war ein bisschen schneller. Ich habe jetzt auch meine 100-200 Zeit ein bisschen verbessert auf 7,97. Ist ja immer bei Rolling Race dasselbe Phänomen, aber ja, chancenlos. Ja Leute, 1000 PS, unfassbar, das macht so Spaß, du spürst die Power in diesem Auto. Natürlich kein faires Drag Race, aber ich glaube auch mal schön, wirklich den direkten Vergleich zu haben. Das Einzige, was wir nicht hatten, ist eine noch längere Strecke, denn tatsächlich von 200 bis 300 ist der Unterschied gigantisch. Und wir haben die Zeit von dem Auto schon mal gemessen auf einer anderen Strecke, an einem anderen Tag. Das verlinken wir natürlich in der Videobeschreibung. Schaut das gerne an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.